Hallihallo. Ich bin Romina und heute möchte ich mit euch über den Plexus brachialis sprechen, einen der wichtigsten Nervengeflechte im Körper und ein zentrales Thema in der Anatomie. Bevor wir loslegen, klickt doch bitte schnell auf Abonnieren, liked das Video und teilt es mit euren Freunden. So könnt ihr euch schon frühzeitig auf Klausuren in medizinischen Studiengängen und natürlich aufs Physikum vorbereiten. Zuerst stellt sich die Frage, was ist ein Plexus eigentlich? Ein Plexus ist ein Netzwerk oder eine Verflechtung von Leitungsbahnen. Beim Plexus brachialis reden wir von einem Nervengeflecht, das für die Innervation der oberen Extremität, also des Arms, zuständig ist. Jeder Plexus hat seinen Ursprung in bestimmten Rami, das ist der Plural von Ramus und bedeutet auf Deutsch Wurzeln. Diese Rami sind Spinalnerven, die sich verzweigen und wieder zusammenfinden. Am Ende bilden sie die sogenannten peripheren Nerven. Beim Plexus brachialis geht es um die Spinalnerven von C5 bis TH1. C5 und C6 schließen sich zum oberen Primärstrang zusammen, auf Latein Truncus superior. C8 und TH1 bilden den unteren Primärstrang, also Truncus inferior. 7 macht alleine den mittleren Primärstrang, den Truncus medius. Diese Primärstränge teilen sich dann wieder auf und bilden die sogenannten Divisionen. Jeder Truncus hat eine vordere, anterior, und eine hintere, posterior Abteilung. Danach verbinden sich diese Divisionen erneut und es entstehen die Sekundärstränge, auch Fasciculi genannt. Die hinteren Divisionen aller Trunci bilden zusammen den Fasciculus posterior. Die vordere Divisionen von Truncus superior und medius machen den Fasciculus lateralis. Die vordere Division des Truncus inferior bildet den Fasciculus medialis. Diese Sekundärstränge sind super wichtig, denn aus ihnen entstehen direkt die peripheren Nerven. Vom Fasciculus lateralis kommt der Nervus musculocutaneus und die Hälfte des Nervus medianus. Die andere Hälfte des Nervus medianus sowie der Nervus ulnaris stammen vom Fasciculus medialis. Der Fasciculus posterior bildet den Nervus axillaris und den Nervus radialis. Auf diesem Foto könnte man diese benannten Äste nochmal gut sehen. Interessant sind auch die Nerven, die nicht erst aus den Fasciculi, sondern schon vorher abzweigen. Dazu gehören Nervus subclavius, Nervus suprascapularis, Nervus pectoralis lateralis, Nervus thoracicus longus, und dann gibt's noch 3 Äste direkt vom Fasciculus medialis, die Nebenäste des Plexus brachialis sind. Nervus subscapularis inferior, Nervus thoracodorsales, Nervus subscapularis superior, außerdem 2 Hautnerven, Nervus cutaneus brachii medialis und Nervus cutaneus antebrachii medialis, die den medialen Bereich von Ober- und Unterarm versorgen. Okay, was ist noch wichtig? Genau, die Innervation durch die peripheren Nerven. Der Nervus axillaris kümmert sich um die Achsel. Er steuert motorisch den Musculus deltoideus oder auf Deutsch Schultermuskel und sorgt sensorisch für die Haut da drumherum. Dann haben wir den Nervus musculocutaneus. Der Name verrät's, er bewegt die vorderen Oberarmmuskeln und gibt mit dem Nervus cutaneus antebrachii lateralis Gefühl an die Außenseite des Unterarms. Der Nervus radialis ist auch spannend. Er bildet den Nervus cutaneus brachii posterior und den Nervus cutaneus antebrachii posterior, die die Rückseite von Ober- und Unterarm sensorisch versorgen. Übrigens, brachialis heißt Oberarm und antebrachialis, Unterarm. Jetzt wisst ihr Bescheid. Noch ein paar Hautnerven. Der Nervus cutaneus brachii lateralis superior kommt vom Nervus axillaris, der Nervus cutaneus brachii lateralis inferior vom Nervus radialis. Und dann wird's an der Hand etwas tricky. Auf der Handfläche versorgt der Nervus medianus 3,5 Finger Richtung Daumen, also Daumen, Zeige, Mittel und die radiale Hälfte des Ringfingers, während der Nervus ulnaris die restlichen 1,5 Finger, das heißt ulnaren Ringfinger und kleiner Finger, übernimmt. Ein kleines Stück am Daumen kriegt aber sensorisch was vom Nervus radialis ab. Auf dem Handrücken übernimmt der Nervus radialis die proximalen Bereiche von 3,5 Fingern Richtung Daumen,
aber nur bis zur Mitte. Die Fingerspitzen, die werden palmarseitig vom Nervus medianus für 3,5 Finger und Nervus ulnaris für andere 1,5 Finger versorgt. Dorsal mischen Medianus und Ulnaris bei den Spitzen auch noch mit. Zusätzlich, der Nervus radialis kümmert sich um die Streckmuskeln beim Radiusknochen und der Nervus ulnaris um die Beugemuskeln und Haut auf der Innenseite. So, jetzt seid ihr Experten. So, wenn wir das alles drauf haben, müssen wir uns noch die Lähmungen des Plexus brachialis anschauen. Das heißt, welche Krankheiten entstehen durch beschädigte periphere Nerven? Erstens, bei einer Lähmung des Nervus radialis kommt es zur sogenannten Fallhand. Dieser Nerv innerviert den Handrücken und bei einer Lähmung kann man die Hand nicht mehr richtig nach oben strecken. Zweitens, bei einer Schädigung des Nervus ulnaris entsteht eine Krallenhand. Dieser Nerv versorgt die 1,5 Finger auf der ulnaren Seite, also den kleinen Finger und einen Teil des Ringfingers. Bei einer Lähmung bleiben diese zwei Finger in einer leichten Beugung oder Flexion und lassen sich nicht richtig bewegen. Drehen. Bei einer Schädigung des Nervus medianus entwickelt sich eine Schwurhand. Hier können die 3,5 Finger auf der Daumenseite, das heißt Daumen, Zeige, Mittel und ein Teil des Ringfingers, nicht gemeinsam mit den anderen beiden Fingern gebeugt werden. Sie bleiben gestreckt, wenn man versucht, die Faust zu ballen. So Leute, das Wichtigste zum Schluss. Vergesst nicht, Romimed zu abonnieren, dieses Video zu liken und es mit euren Freunden zu teilen. So könnt ihr euch optimal auf medizinische Themen vorbereiten. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Tschüss!